So, guten Morgen. Jetzt seht ihr auch mich mal wieder ein bisschen mehr. Ist heute der Plan, nicht mehr schlecht gelaunt zu sein. Heute Tag 2, wir haben es jetzt 8 Uhr, haben gerade super gefrühstückt und wir sind jetzt gerade dabei, haben die Taschen wieder befüllt. Wir haben die, wie ihr seht, an den Fahrrädern einfach dran gelassen. Es war gestern auch, glaube ich, deswegen sind wir recht spät gestartet. Ich drehe das mal auf Mario. Dann seht ihr auch ihn. Ja. Das dauert echt immer unglaublich lange, bis man diese ganzen Taschen nämlich am Fahrrad erstmal hat. Und so kamen wir gestern auch sehr viel später los. Genau, heute haben wir 87 Kilometer. Gefühlt wieder 2000 Höhenmeter. Ja, wieso? Also das bedeutet sehr viel Schweiß und sehr viel Motivation. Vonnöten. Gut. Starten wir mal die ersten Kilometer. Hier ist die Lahn. Also es ist Nassau an der Lahn, nicht Nassau, die Hauptstadt der Bahamas. Und zum Wachwerden direkt den ersten Anstieg. Die ersten Höhenmeter. Höhenmeter haben wir ähnlich wie gestern, halt kürzere Strecke, ein bisschen weniger Höhenmeter. Und die ersten 25 Kilometer geht es jetzt so eigentlich stetig bergauf, aber nicht allzu hohe Steigungen im Schnitt. Ja, ein super Weg hier früh morgens im Nebel. Hier unten die Lahn und dann der Hang hier. Sehr bezaubernd. Ja, genau. Feucht, kühl. Ja. Dann kann ich vielleicht mal erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass wir uns das Rose Backroad gekauft haben. Das ist ja nämlich nur die Zwischenlösung. Auf unsere eigentlich bestellten Gravelbikes warten wir nunmehr seit fast 6 Monaten, glaube ich. Naja, und kam so, dass meine Arbeitskollegin mir sagte, sie hätte von ihrer Freundin ein Backroad abgekauft. Die wiederum hatte das auch als Zwischenlösung bestellt, weil sie auf ihr eigentliches Gravelbike auch wartet. Und sie sei der Meinung, ein Gravelbike wird man ja in der heutigen Zeit wohl los. Ja, und dann habe ich doch gedacht, das wäre für uns auch was. Hab Anne davon erzählt, dann waren wir in Mannheim, haben uns so ein Teil mal angeschaut. Ja, und dann haben wir uns einfach die günstigsten, schnell verfügbaren Modelle bestellt. Das Alurad hatte eine Lieferzeit von 50 Wochen. Wäre eigentlich auch ganz okay gewesen. Musste nicht so aufpassen wie beim Carbonrahmen. Ja, und dann ist es halt die Carbon-Variante geworden. Bei Anne Shimano GRX 610 und ich 810. Ja, und dann war mein Rad nach 6 Tagen da und Annes nach 7. Ja, es ist richtig steil. Jetzt wünscht man sich doch mal den einen oder anderen kleineren Gang, aber sonst schiebt man halt mal. Rotzi. Ja. Brauchst du auch nicht mehr? Nee, brauche ich nicht. Dann erzähle ich mal was zum Rosa. Ich mache jetzt kein echtes Review, weil das ist ja nur die Zwischenlösung. Ich denke, es gibt auch genügend andere Videos auf YouTube. Zu den anderen Rädern mache ich dann mal eins. Okay, also was haben wir hier? Wir fangen mal vorne an. Das sind 28 Zoll Laufräder, nennt man auch 700C. Auf 40 mm breiten Reifen. Ja, dann haben wir hier die Shimano GRX Bremsanlage. Wie gesagt, ein Carbonrahmen. Hier GRX Schaltung und Bremshebel. Ein Lenker mit Flair, also der ist ein bisschen weiter ausgestellt. Diese Hörner ragen ein bisschen nach außen. Ja.
Dann hier die GRX-Schaltung, also zur Funktionsweise oder zur Übersetzung, weil das vielleicht den einen oder anderen nicht klar ist. Also es ist eine 1x11. Das heißt, ich habe vorne ein Kettenblatt, nicht zwei. Also hier bei der Vorrichtung für den Umwerfer ist halt nichts dran, also kein Umwerfer, nur einfach. Das hat 40 Zähne. Hinten habe ich eine Kassette mit 11 Ritzeln. Das kleinste hat 11 Zähne und das größte 42. Ja? Das heißt, grob, wenn ich hier vorne einmal drehe und ich bin auf dem kleinsten Ritzel hier, dreht sich das ganze Hinterrad 4-mal ungefähr. Ja? Weil 40 zu 11. So, und dann, wenn es zu Bergen kommt oder zu Anstiegen kommt, dann ist es wichtig, wie groß ist denn mein kleinster Gang, mein größtes Ritzel. So, und das muss man dann immer ins Verhältnis setzen zum vorderen Kettenblatt. Also ich habe hier 40. Bei einer Umdrehung bewege ich also 40 Zähne. Und dies hier hat 42 Zähne. Also dreht sich das Hinterrad nicht ganz einmal rum, wenn ich vorne einmal drehe. Das ist also eine leichte Untersetzung. Eine 1:1 Übersetzung ist schon gut. Also vorne 40, hinten 40. Das ist am Werk schon gut. Ich habe sogar 42, also eine leichte Untersetzung. Und bei den neuen Rädern haben wir dann sogar noch kleinere Gänge. Ja. Ja, und dann, was haben wir sonst noch? Ja gut, die Apidura-Taschen wasserdicht finde ich eben sehr gut. Verschiedenste Größen, ne? Also ich glaube, diese gibt es in 3 oder 4 Größen, die gibt es in mehreren Größen. Das ist verschraubbar, Food Pouch und so weiter. Also das Sortiment passt für mich sehr gut. Dann haben wir hier den Saddleback Stabilizer und da diese Fitlock-Flaschen mit diesem magnetischen Verschluss. Hinten Rotlicht, Lupine Rotlicht. Vorne den Hammerhead Karoo 2 mit einer K-Edge-Halterung und darunter dann die Lupine SL AF7. Ja, das war das. Anna hat es eigentlich genauso, nur andere Farbe, kleinerer Rahmen und eine etwas günstigere Schaltung. Ja, und um das nochmal abzuschließen mit den Fahrrädern, also wir sind sehr gut zufrieden und wir sind wirklich mal gespannt, wie viel besser dann die eigentlich bestellten Räder sind, weil die schon nochmal im Preis einen deutlichen Sprung machen. Also gut, wir kennen jetzt nur die, aber wir finden das wirklich super. Kann ich jedem empfehlen. Ja, wir haben uns gerade mal verfahren. Da irgendwo müssten wir fahren. Das sind jetzt ein paar Kilometer, dann kommen wir gleich wieder drauf. Soll dem Spaß keinen Abbruch tun. Ich habe gesagt, wir drehen auch um. Aber Mario wollte es auch nicht. Ja. Wir sind wieder richtig. Wir haben jetzt letztens umgestellt auf Tubeless. Unsere Erfahrung bisher grundsätzlich ganz gut. Annes Vorderrad war morgens zweimal platt. Da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass das am Ventil lag. Ventil raus, Dichtmilch nochmal ein bisschen nachgefüllt, Ventil rein aufgepumpt und dann hat es gepasst. Rad gedreht natürlich, sonst kommt die Dichtmilch nicht dahin, wo sie hin muss. Ja, und jetzt auf dieser Tour bisher der Reifendruck hält. Echt super. Nee. Ich freue mich nur, dass du dich freust.
Ja, wir haben gerade einen ordentlichen Anstieg hier vor uns. Oder sind dabei. Viel steiler als es aussieht. Pause. Ja. Jo. An dem Schild hier. Aua, aua, aua. Erst mal was trinken. Süß. So, es geht jetzt ein bisschen bergab. Anne zieht nochmal über die Regenjacke, die Downjacke. Ja, ein bisschen kalt. Ruhig laut sprechen, das ist kein Problem. Die Zuschauer dürfen dich hören. Ist etwas frisch. Ja, ist etwas frisch. Gut. Vielen Dank. Dann sage ich mal einklicken. Es geht bergauf. Downjacke offen. Ja, genau. Kurze Pause. Da geht's noch weiter. Ja, weiter geht's. Downjacke hat Anne jetzt ausgezogen. Wie ihr seht, ich habe sie gerade wie ein Umhang um. Es gibt zwar diese Bänder an den Taschen, aber da konnten wir es gerade mal für die kurze Zeit jetzt nicht befestigen. So geht's für 3 Minuten auch mal. Ja, es geht bergauf. Ja, Schieben ist angesagt. 100 Meter noch. Also man muss ja wirklich sagen, wenn man durch den Wald fährt, ist immer fürs Auge einfach so abwechslungsreich und entspannt. Ne? Ja, sehr schön. Wird gar nicht wirklich langweilig. Es ist so abwechslungsreich. Wir sind jetzt die letzten Tage auch mal am Rhein entlang gefahren. Das ist halt schon, ja. Immer eher ein Kann es mal gleiches lang Bild. werden. Ne? Ja, also Fahrradfahren im Wald Macht Spaß. ist gut. Hi Anne, was machst du denn hier? Mensch. Geschafft. Ja, Anne schiebt, aber das ist okay. Ja, es ist jetzt 11:37 Uhr. Vor uns liegt ein Ort, Bad Schwalbau oder so. Ja, vielleicht essen wir da mal was zum Mittag. Ja, 3 Stunden effektive Fahrzeit, 44 Kilometer noch. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 13,6. Ja, hier waren jetzt gerade viele Waldarbeiten. Ziemlich ruppig, der Boden alles durchflügt und ja. Holt sich gerade nicht so gut die letzten 1-2 Kilometer. Ja cool, jetzt haben wir hier einen Bäcker in Bad Schwalbach. Ja.
Bisschen nur orientierungslos gewesen gerade. Ja, genau. Vor, zurück, vor, zurück. Nächste Schiebepassage, aber eher wegen zu viel Matsch. Ja, wir sind jetzt auf dem letzten richtigen Anstieg für heute. 2,5 Kilometer, 165 Höhenmeter noch. Ja, auf ziemlich unwegbarem Gelände. Das macht es dann auch immer doppelt anstrengend. Na? Was sagen Sie? Sehr matschig. Ja, sehr matschig. Da ist immer richtig Motivation gefragt, ne? Ja, bitte Motivation. Ja, kriegst du gleich von mir ab. Da scheint jetzt ein bisschen trockener zu sein. Ja, so mit Schlamm, ne? Im Sommer ist das Ganze wahrscheinlich einfacher zu fahren. Ne? Ich hab's. Oben, also Hälfte des Anstiegs. Dann ist auch gleich da. Dauert nicht viel länger zu schieben als zu fahren. Ja, hier geht's weiter. Jetzt ist hier irgendwas. Hier ist irgendwie Musik. Hier ist ein Winter Wonderland. Wunderland. Sorry. Winter Wunderland ist hier. Winterspaß für die ganze Familie. Ja, guck. Durchhalten lohnt sich immer wieder. Jo, 13:36 Uhr, 30 Kilometer noch. Ja, wir freuen uns auch wirklich jetzt auf zu Hause. Die Weihnachten bis Silvester festiv, jetzt den Komoot Kosmos. Das reicht. Die nächsten 3 Tage, haben wir schon gesagt, kein Fahrradfahren mehr. Ach, nur noch Couch, nur noch Couch. Und warm. Warm und trocken, ne? Hier ist Schieben angesagt. Ja, wieder sehr schön hier. Fahrbar, bisschen holprig, aber passt. Ja, also grundsätzlich die ganze Strecke, denke ich, ziemlich abwechslungsreich, schön. Ja. Unser Einstieg gestern, die ersten 9 Kilometer, war halt ein bisschen schwierig angesichts der Bedingungen mit dem Matsch und so weiter. Ja, dann haben wir realisiert, dass das ein langer Tag wird. Und Gott sei Dank wurde es dann viel fahrbarer, den Rest. Ja, jetzt heute den Anstieg auch noch mal gerade, das war auch ordentlich, auch eine Herausforderung, aber jetzt denke ich, sollte es klappen. Ja, und jetzt das erste Mal Werbung auf meinem Kanal. Falls ihr euer E-Bike oder Fahrrad versichern möchtet, schaut mal bei helden.de vorbei. Die haben einen weltweiten Diebstahlschutz inklusive Zubehör und Gepäck. Dann Reparatur und Verschleiß ist auch mit abgedeckt. Unfall- und Pannenhilfe haben die, also sehr umfangreich. Und zum Beispiel Radsportveranstaltungen sind auch abgedeckt. Geht mal auf helden.de, guckt euch das mal an. Ist alles online, jederzeit kündbar, keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 bekommt ihr einen Monatsbeitrag pro Jahr geschenkt. Also, Werbung Ende.
Da kommt Anna S. und zieht an Mario Dorn vorbei. Ich dachte, wir machen eine Trinkpause. Können wir... Gibst du mir ein bisschen Wasser ab? Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, super. Du Schluckspecht. Ja. Die Tour steht im Zeichen des Schluckspechts. Mhm. Absolut. Ja, das hast du richtig verstanden. Ich will auch hier. Ich hätte gerne. Ja. Immer schön freundlich. Ja, also hier entscheiden wir jetzt mal. Wir fahren den normalen Weg hier. Dann ist Anna auch happy. Das ist jetzt ein bisschen zu sehr Schiebing. Ja, also das ist hier so ein Beispiel. Das machen wir jetzt nicht mehr. Irgendwann ist auch gut. Anne ist auch happy. Ja? Unsere Beziehung soll noch ein bisschen weitergehen. Wir fahren gerade durch Wiesbaden. Ah, Zucker, jawohl. Was gibt der Kiosk denn her? Katjes? Ah, das ist, ja, das konnte uns jetzt gut zu Gesicht stehen. Kann ich dir eine halbe Marzipanschleife anbieten? Ja. Mhm. So, ich würde mal sagen, wir sind aus Wiesbaden raus und die letzten 8 Kilometer stehen uns bevor. Ja, also die Fahrt jetzt hier, die letzten Kilometer durch die Weinberge, ist nochmal ein schöner Abschluss der Tour. Das gefällt uns nochmal richtig gut. Nee, Anne, hier waren wir noch nicht. Also da kommt jetzt der Endgegner. Das da. Ich glaube, da werden wir schieben. Oder Schwung holen, vielleicht klappt es ja. So, wir machen jetzt hier Finito. Es sind noch 2,7 Kilometer. Wir kämpfen uns hier den letzten Anstieg hoch. Aber ich muss schieben. Also alles in allem tolle und krasse Tour. Sehr abwechslungsreich, sehr grün natürlich. Der Start bei uns war ein bisschen holprig. Ja, aber dann gestern noch super Wetter, heute super Wetter gehabt. Ja, absolut. Jetzt schnell Fahrräder ins Auto, nach Hause, ab auf der Couch, was warmes Essen, duschen. Ja. Wäsche waschen. Und die nächsten 3 Tage kein Fahrrad mehr fahren. Also, bis dann, ciao, ciao.